es ist doch gar nichts passiert. Außer, dass du offensichtlich unbedingt beweisen willst, wie kompetent und clever du bist und das auf meine Kosten. Ist das mehr als ein Flirt? Mehr. Es ist eher ganz anders. Mein Mann. Du komm schon. Susanne Brandner? Hey du, rat mal, wer hier ist. Oliver, ist was passiert? Nein. Ja. Meine Anwältin war heute bei mir. Wegen der Verhandlung morgen. Und? Sie meint, ich hätte gute Karten. Wie kommt sie darauf? Naja, ich bin nicht vorbestraft. Ich habe ohne Vorsatz gehandelt. Rein juristisch, sagt sie, ist das eine Tat im Affekt. Das bedeutet... Und das bedeutet was? Das bedeutet, mit etwas Glück komme ich mit einer Bewährungsstrafe davon. Und das heißt, ich bin hier übermorgen wieder raus. Das gibt's ja gar nicht. Nee, du, im Ernst. Es wird alles wieder gut. Wir sehen uns ja morgen. Ich möchte nochmal Danke sagen für alles. Und ich liebe dich, Susanne. Ich dich auch. Einen Moment, Gero. Ich muss zur Bibliothek und dann in eine Vorlesung. 5 Minuten wirst du wohl übrig haben. Was gibt's? Oh, ich wollte dich nur fragen, ob du nicht vielleicht Lust hast, deine neue Freundin zum Essen einzuladen, damit ich sie mal kennenlernen kann. Dafür ist es auch viel zu früh. Wir kennen uns doch kaum. Ich muss jetzt los. Willst du nicht, dass ich sie kennenlerne? Barbara, dafür ist jetzt wirklich nicht die richtige Zeit. Für dich ist nie die richtige Zeit. Es ist eine ganz normale Bekanntschaft. Ich weiß nur selber nicht, was daraus wird. Das Neue an dieser ganz normalen Bekanntschaft ist, dass du sie von mir versteckst. Ja, soll ich sie herbringen und wie ein Zirkuspferd zur Schau stellen, oder was? Du sollst mir einfach die Wahrheit sagen. Und zwar die ganze. Hast du schon mit Arno gesprochen? Klar, kommt auf alle Fälle. Hat er versprochen. Vielleicht will er mich in diesem Zustand nicht sehen. Wie kommst du denn darauf? Du wärst auch schockiert, wenn du das erste Mal deine Tochter sehen würdest und dann würde die so So schön aussehen wie du, ja. Ja, das stimmt, da wäre ich schrecklich schockiert. Vielleicht will er mich ja auch gar nicht sehen. Ach, hör auf. Noch ein Wort und ich hole die Krankenschwester. Schon gut. Wenn Anno sagt, er kommt, dann kommt er auch. Sonst wäre er kein richtiger Brandner. Hallo Julia. Hallo, Henning. Geht's hier um das dramatische Wiedersehen mit deinem Erzeuger? Kannst du nicht nochmal mit mir reden? Christoph wird begeistert sein. Kümmere dich doch um deine eigenen Sachen, Henning. Ich kümmere mich um unsere Sache. Stell dir vor, es tauchen noch Großnichten und Stiefonkel auf und gesellen sich zu uns. Ja, also. Ich gehe dann jetzt, ja? Keine schlechte Idee. Bleib doch noch da, bitte. Ich komme später wieder, wenn die Luft ein bisschen besser ist. Na, klasse. Zufrieden? Wieso? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ach, nein. Du bist ja immer noch nicht fertig. Wir kommen sicher zu spät. Ach was? Wenn wir in einer halben Stunde losfahren, reicht's immer noch. Ich kann's kaum erwarten. Das ist eine Gerichtsverhandlung, keine Weihnachtsbescherung. Vielleicht wird's aber so schön wie 10 Weihnachten zusammen. So, glaubst du? Natürlich, bald ist Oliver wieder ein freier Mensch. Wer sagt das? Er selbst. Er hat mich gestern Abend angerufen. Woher will er denn das wissen? Die Verhandlung hat doch noch gar nicht begonnen. Hör mal, Oliver ist nicht vorbestraft und die Tat ist im Affekt passiert. Das sind jede Menge mildernde Umstände. Glaubt vielleicht eure Anwältin.
Aber wieder richtet darüber im Euch passt doch nur nicht, dass er bald wieder freikommt. Wenn es nach euch ginge, könnte er im Gefängnis krepieren. Ach, du weißt ja nicht, was du sagst. Wir wollen doch nur nicht, dass du nachher enttäuscht bist. Keine Sorge, so weit wird's gar nicht kommen. Freu dich nicht zu früh, Susanne. Glaub mir, Mama, morgen bin ich der glücklichste Mensch. Und ich kann endlich wieder mit Oliver zusammen sein. Ja. Wenn das Urteil vom Weihnachtsmann kommt. Ich finde dein Benehmen einfach unmöglich. Wie kannst du Julia nur so grausam behandeln? Ach komm, jetzt beruhige dich doch. Wird sich alles von allein klären. Red doch keinen Unsinn. Nichts klärt sich von alleine, solange du ihr nicht die Wahrheit sagst. Ich warte einen günstigen Moment ab und dann rede ich mit ihr. Wie günstig muss der Moment denn sein, damit du endlich deinen Mund aufmachst? Ja, soll ich zu ihr gehen und sagen, Julia, ich weiß, du hast Leukämie. Ich muss dir gestehen, ich bin mit jemand anderem zusammen. Nimm's mir nicht übel. Nein, das sollst du nicht. Was denn? Du kannst auch warten, bis sie es von jemand anderem erfährt. Von jemand anderem? Das wird sie natürlich ganz besonders freuen, wenn sie von einem Fremden hört, dass ihr Verlobter seine Nächte mit jemand anderem verbringt. Ist das die Art von Unterstützung, die ich in Zukunft von dir erwarten kann? Ist das die Offenheit, zu der ich dich erzogen habe? Ich kann doch nicht zu einer Todkranken hingehen und sagen, dass ich nichts mehr von ihr wissen will. Naja, vielleicht hast du ja Glück und sie überlebt die Therapie gar nicht. Ach komm, Barbara. Wenn du zu feige bist, es ihr zu sagen, dann gibt es nur noch eins. Das wäre? Du beendest diese Affäre. Und zwar so schnell, dass niemand etwas mitbekommt. Julia, dein Anruf hat mir ja einen Schrecken eingejagt. Sag mal, was ist denn passiert? Oh mein Gott, ich rufe sofort die Ärzte. Nein, warte. Die war schon da, hat mir Tabletten gegeben. Deswegen habe ich dich auch nicht angerufen. Sondern? Ich wollte mit dir über meinen Vater sprechen. Irgendwann muss ich ihn ja kennenlernen und ich dachte mir jetzt... Julia, noch mehr Aufregung ist im Moment gar nicht gut für dich. Und er wird Verständnis dafür haben, dass... Ich will es so schnell wie möglich. Ich kann dir das natürlich nicht ausreden, aber ich würde mir das einfach noch mal überlegen. Ich werde dich auch weiter lieb haben. Es ist schön, dass du das sagst. Aber trotzdem, ich würde noch ein paar Tage warten, bis es dir wieder besser geht. Ich kann nicht mehr, warten Sie mich doch an. Es geht mir von Tag zu Tag schlechter und vielleicht werde ich nie mehr gesund. Du, sowas will ich nicht hören. Du hast gewusst, dass die Therapie nicht einfach sein wird und dass es dir erstmal wieder schlechter geht. Wenn man hier liegt, dann hat man so viel Zeit nachzudenken. Über so viele Dinge, die man angefangen hat und dann nicht zu Ende macht. Ich meine ja nur, wenn ich ihn nicht bald kennenlerne, dann werde ich ihn vielleicht nie mehr sehen. Wenn du nicht sofort aufhörst, dir solche dummen Gedanken zu machen, dann... Was? Dann werde ich dich in Zukunft noch öfter besuchen. Warum kommt er denn nicht? Ich dachte, ich könnte vorher mit ihm reden. Nur die Ruhe. Er wird jeden Moment kommen. Stürmisch wie eben, du. Ich hab dich so vermisst. Ich dich auch. Es wird alles wieder so wie früher. Gleich was passiert und egal wie lange es dauert, ich werde auf dich warten. Ich liebe dich. Es wird alles wieder gut. Nehmen Sie Ihre Plätze ein. Die Verhandlungen beginnen gleich. The winner? Takes it all. Ja, man. Schön, Sie wiederzusehen. Hallo. Tag.
Ich habe Julia was zu lesen besorgt und ich wollte noch mal kurz gucken. Sie ist gerade eingeschlafen. Warten Sie noch einen Moment. Und? Wie geht's ihr so? Nicht gut. Sie hat Angst, die Therapie nicht zu überleben. Ja, das hat sie mir auch schon gesagt. Hat sie mit Ihnen auch über euren Vater gesprochen? Ja. Arno scheint sie sehr zu beschäftigen in letzter Zeit. Vielleicht sogar zu sehr. Die Aufregung ist sicher nicht gut für Sie. Ich habe nichts Sie haben gegen Angst, Ihren sie zu Vater. verlieren. Es wird vieles anders werden. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich meine, Sie wissen doch, wie sehr Julia an ihn hängt. Warum sollte sich irgendwas ändern? Es ist immerhin Ihr richtiger Vater. Na, Ihr leiblicher Vater, das stimmt, aber das ist ein Riesenunterschied. Wissen Sie, Arno kann Sie gar nicht ersetzen. Das sagen Sie so. Das war aber bei mir auch ganz genauso, als ich Clarissa kennengelernt habe. Das muss schrecklich für Sie gewesen sein. Naja, nicht so schlimm wie diese Ungewissheit. Ich wollte unbedingt wissen, wer meine richtige Mutter ist. Und jetzt? Und jetzt? Jetzt verstehe ich mich mit meiner Stiefmutter besser als je zuvor. Herr Kopp, kommen wir jetzt zu den Angaben zu Ihrer Person. Sie sind 21 Jahre alt, geboren am... 12. Juni 1974 in Köln. Sie sind unverheiratet, keine Geschwister. Ihre Eltern sind geschieden. Ja, seit meinem 8. Lebensjahr. Ich bin bei meinem Vater aufgewachsen. War das eine Entscheidung Ihrer Eltern, oder? Nein, ich wollte bei meinem Vater bleiben. Weil wir haben uns schon immer sehr gut verstanden. Als Ihr Vater diesen Unfall hatte? Der Arbeitsunfall. Ja, da ist der Kran umgestürzt. War ziemlich hart. Also auch für mich, meine ich, weil früher hat mein Vater mich versorgt und jetzt musste ich ihn pflegen. Da gab es nicht viel zu lachen. Ja, der einzige Lichtblick, den ich da hatte, das war mein Schwimmen. In meiner Freizeit habe ich wie besessen trainiert. Mit einigem Erfolg, wie aus den Akten hervorgeht. Naja, ich war mehrfacher Landesjugendmeister und auch deutscher Meister, ja, aber der Traum war die Olympiade. Ja, damit ist ja jetzt nun vorbei, ne? Die Anklage stützt sich im Wesentlichen auf die umfangreichen Vorermittlungen der Polizei sowie auf das Geständnis des Angeklagten nach seiner Verhaftung. In der Hauptsache handelt es sich um Körperverletzung mit Todesfolge, gemäß § 226 StGB, in Tateinheit mit unterlassener Hilfeleistung, gemäß § 323c StGB, beides zulasten des Fritz Konrad. Sowie um den Tatbestand der Geiselnahme, gemäß § 239b StGB, zulasten der Susanne Brandner. Schildern Sie uns jetzt bitte, wie es zu der Tat gekommen ist, Herr Kopp. Ja. Also, Fritz Konrad hatte mir ohne mein Wissen Dopingmittel verabreicht, Talidoran und andere Substanzen. Ich wollte damit an die Öffentlichkeit gehen, aber er drohte mir den Spieß umzudrehen und mich als Dopingsünder hinzustellen. Es war eine ausweglose Situation. Ja, und dann habe ich mich mit ihm arrangiert. Aber dieses Arrangement hielt dann bekanntlich nicht lange. Ja, weil ich durch Zufall mitbekommen habe, dass er nicht nur mir Dopingmittel verabreichte, sondern auch anderen, also auch Minderjährigen. Das war der Anlass für die tätliche Auseinandersetzung, die zum Tod von Fritz Konrad geführt hat? Ja. Nein. Der eigentliche Anlass war Streit um meine Kompetenzen als stellvertretender Geschäftsführer des Fitnessstudios. Ich habe auf einmal begriffen, dass er mich nur zu seinem Stellvertreter gemacht hat, um sich mein Schweigen zu erkaufen. Ja, und daraufhin habe ich ihn zur Rede gestellt. Aber er hat mich nur ausgelacht. Und hat gemeint, ein Wort von ihm würde genügen und ich wäre als Schwimmer erledigt. Ja, trotzdem ließ ich dann nicht locker. Und dann hat er versucht, die Polizei anzurufen. Und habe ich ihm den Hörer weggenommen und ihn weggestoßen.
Da ist er mit dem Kopf dann. Und dann war er tot. Ich habe ihn nicht umbringen wollen. Das war ein Unfall. Das müssen Sie mir glauben. Mein Sohn ist kein schlechter Mensch. Ja, er braust sehr schnell auf, das ist schon richtig. Aber er war nie gewalttätig. Im Grunde genommen ist er ein ganz feiner Kerl, auf den man sich in jeder Situation 100%ig verlassen kann. Ich wüsste nicht, was ich in all den Jahren ohne ihn gemacht hätte. Was da passiert ist, ich kann nur sagen, dass es mir für Frau Konrad unendlich leid tut. Die Drinks gab's nach dem Training gratis. Alle Sportler im Fitnessstudio bekamen die. Fruchtsäfte, Isodrinks und so weiter. Mit Vitaminen und Mineralstoffen angereichert. Sagte jedenfalls Fritz Konrad. Dass Dopingmittel drin waren, das kam erst viel später heraus. Oliver war einer der talentiertesten Schwimmer, die ich hier betreut habe. Technisch perfekt und immer bereit, alles zu geben. Er hatte eine große Karriere vor sich. Fritz Konrad hat natürlich auch sein Talent erkannt, aber Konrad war ein Fanatiker. Er hat die Schwimmer für seinen persönlichen Ehrgeiz benutzt. Ich kann gut verstehen, dass Oliver die Nerven verloren hat. Wenn man mich zum Doping gezwungen hätte, ich weiß nicht, wie ich reagiert Ihre hätte. persönlichen Wertungen tun hier nichts zur Sache. Haben Sie noch Fragen an den Zeugen, Herr Staatsanwalt? Keine Fragen. Dann können Sie den Zeugenstand verlassen. Warten Sie bitte draußen. Geht's dir wieder besser? Ich bin wie gerädert. Ich könnte ständig heulen. Heulen und husten. Soll ich dir etwas erzählen, das dich vielleicht ein bisschen aufmuntert? Ja. Ich habe über unser Gespräch nachgedacht. Und ich meine, du solltest deinen leiblichen Vater so schnell wie möglich kennenlernen. Ich habe auch keine Angst davor. Bist du dir sicher? Oder sagst du es nur, um mir eine Freude zu machen? Ganz sicher. Das hört sich aber nicht gut an, Julia. Tag, Herr von Arnstetten. Wie lange geht denn das schon so? Seit heute Vormittag. Und seit einer Stunde huste ich nur noch. Und außerdem hat sie Fieber. Ja, eindeutig erhöhte Temperatur. Bitte. So. Dann bitte tief durchatmen. Na, ist was Ernstes? Die Lunge ist möglicherweise etwas angegriffen, aber für eine endgültige Diagnose ist es nicht zu früh. Das kriegen wir schon in den Griff, Julia. Sie kommen jetzt erstmal etwas gegen das Fieber und gegen den Husten, den ich Ihnen auch etwas bringen lassen. Frau Konrad, nach dem Tode Ihres Mannes haben Sie den Angeklagten zunächst fristlos gekündigt, ihn anschließend aber wieder zum Geschäftsführer des Fitnessstudios gemacht. Können Sie uns dieses etwas seltsame Verhalten vielleicht erklären? Ich war wütend auf Oliver. Ich meine Herrn Kopp. Schließlich hat er Jan Brandner eingestellt. Der lange Zeit unter dem Verdacht stand, Ihren Mann ermordet zu haben. Das erklärt zwar die Kündigung, nicht aber die Wiedereinstellung Oliver Kopps. Mein Gott, was sollte ich denn tun? Ich brauchte jemand für das Studio und auf Oliver Kopp war immer Verlass. Ist es nicht so, dass Ihr Bruder sich längst bereit erklärt hatte, das Studio zu führen? Und dass er auch über die nötigen Qualifikationen verfügte? Frau Konrad, ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie eventuell Ihre Aussagen beeilen müssen. Ich frage Sie also noch einmal. Warum haben Sie Oliver Kopp nach dem Tode Ihres Mannes wieder eingestellt? Ich musste es tun. Er hat mich dazu gezwungen. Ich bitte um Ruhe. Fahren Sie bitte fort. Was meinen Sie mit gezwungen, Frau Konrad? Mein Mann hatte ein Verhältnis mit einer anderen Frau.
Eva Stöber. Irgendwie ist Herr Kopp in Besitz von diesen Briefen gekommen, die mein Mann dieser Frau geschickt hat. Herr Kopp wusste, dass ich alles tun würde, damit keiner diese Affäre erfährt. Ich musste es tun. Er hat mich erpresst. Nanu, was machst du denn hier draußen? Ach, geh raus bei Julia. Ach, und wie geht's ihr? Ihre Lunge macht ihr zu schaffen. Und die Ärzte wissen noch nichts Genaues. Können wir nur abwarten, was? Hoffentlich geht's ihr besser, wenn ihr Vater sie besuchen will. Der kommt hierher? Na ja, sie will es so. Warum adoptieren wir nicht gleich die ganze Sippschaft? Dann haben wir es hinter uns. Behalt doch dein dummes Geschwätz für dich. Nimm dir ein Beispiel an Jan. Ja, das musste ja kommen. Den großen Superbruder soll ich mir als Beispiel nehmen, ja? Julia hätte bestimmt nichts dagegen. Ja, das glaube ich. Wo bleiben nur Iris und Susanne? Sie müssen längst zurück sein. Keine Ahnung. Wo sind Sie eigentlich? Bei Olivers Verhandlung, wo sonst? Wen interessiert Oliver? Lass das Susanne nicht hören, sonst fliegen hier wieder die Fetzen. Wo warst du eigentlich? Musst du nicht auch aussagen? Leider. Ja, das kommt noch. Aber ich war im Krankenhaus bei Julia. Sie hat nach dir gefragt. Schon wieder mal. Ich bin einfach unsicher, ob ich überhaupt hingehen soll. Wer weiß, was Clarissa ihr erzählt hat über mich. Und damals. Ja. Genau deswegen solltest du hin. Und dir erklären, wie damals alles war. Soll ich Julia gegen ihre Mutter aufhetzen? Sie will dich aber gern kennenlernen. Ich habe ein verdammt blödes Gefühl dabei. Ja. Und um das loszuwerden, solltest du wirklich hin. Besuch sie einfach. Ich glaube, ich mache einen großen Fehler. Ein Fehler? Deiner todkranken Tochter einen Wunsch zu erfüllen? Julia, bitte, komm wieder zu dir. Du musst wieder gesund werden. Was haben Sie mit ihr vor? Was ist denn passiert? Wir werden Ihre Tochter auf die Intensivstation verlegen. Auf die Intensivstation? Aber warum denn? Durch die Chemotherapie ist Ihr Immunsystem empfindlich geschwächt worden. Sie hat sich eine Lungenentzündung zugezogen, aber auf der Intensivstation bekommt sie alle Pflege, die sie braucht. Das ist ja entsetzlich. Wie konnte denn sowas passieren? Beruhigen Sie sich, Herr von Anstetten. Derlei Komplikationen sind keine Seltenheit. Wir werden schon alles tun, um ihr zu helfen. Bitte bringen Sie fort. Sie muss wieder gesund werden. Bitte sagen Sie mir die Wahrheit. Wir hoffen es. Aber wir sind auch nur Menschen. Herr Kopp, möchten Sie sich zu der Aussage der Zeugin Konrad äußern? Haben Sie Frau Konrad erpresst oder nicht? Hohes Gericht, ich beantrage, die Verhandlung zu unterbrechen. Die Verteidigung sieht sich nicht in der Lage, ohne genaue Prüfung der neuen Vorwürfe eine Stellungnahme abzugeben. Das hilft Ihnen auch nicht weiter, Frau Kollegin. Aber von mir aus. Die Staatsanwaltschaft hat keine Einwände. Die Verhandlung wird hiermit unterbrochen. Oder, wenn Sie damit einverstanden sind, schlage ich vor, wegen der fortgeschrittenen Zeit die Verhandlung zu vertagen. Die Sitzung ist damit geschlossen. Frau Dr. Wiese, ist was passiert? Ihr Freund hat mir nicht die ganze Wahrheit erzählt. Er hat offenbar von Konrad erpresst. Es gibt im Verfahren eine völlig neue Richtung. Ich verstehe nicht. Die Staatsanwaltschaft wird jetzt versuchen, Oliver Vorsatz nachzuweisen. Und was bedeutet das für ihn? Das bedeutet für ihn wahrscheinlich eine Anklage auf Totschlag.